ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um alle Tipps und Tricks, die ich so im Laufe der Jahre gesammelt habe, die ich vielleicht aus eigener Erfahrung gelernt habe, die ich durch Recherche erfahren habe, und ich möchte mein gesammeltes Wissen an euch weitergeben. Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der sich noch unsicher ist, der gerne in die Welt des Ausmalens starten möchte, aber nicht weiß, wo er anfangen soll, welche Kriterien oder welche Möglichkeiten es gibt. Und diese Person möchte ich einfach gerne an die Hand nehmen und euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben und wir fangen einfach mal mit dem Punkt Farbmedien an. Farbmedien ist für mich ein wichtiger Punkt gewesen. Ich habe mit Aquarellstiften angefangen und habe schnell gemerkt, dass das nicht mein Medium ist, aber durch die Aquarellstifte bin ich auf die Buntstifte gekommen, die immer noch meine erste große Liebe sind. Es gibt wirklich eine große Auswahl an Farbmedien. Es gibt Buntstifte, Aquarellstifte, Aquarellfarben, Feinliner, alkoholbasierte Marker, wasserbasierte Marker, Filzstifte, Pastellfarben. Man hat so viel Auswahl. Und natürlich ist es schwer zu wissen, welches Medium einem liegt oder worin man wachsen möchte, was man erlernen möchte. Ich hatte mir für den Anfang verschiedene Medien gekauft. Ich habe mit den Aquarellstiften angefangen, habe mir dann Buntstifte gekauft, ein kleines Set Aquarellfarben, ich habe ein paar Feinliner, ich habe ein paar Marker und habe mich einfach so durchprobiert. Und ich bin bei den Buntstiften für viele Jahre geblieben. Und in letzter Zeit habe ich auch angefangen, die anderen Medien wieder herauszuholen und auszuprobieren. Es war also kein verschwendetes Geld. Ich bin sehr froh, dass ich sie behalten habe, weil wenn man ein Medium erlernt und ein bisschen Fingerfertigkeit und Erfahrung sammelt, ist es umso leichter, andere Medien zu lernen oder auszuprobieren oder mit in das Bild einzufügen. Ich würde euch empfehlen, mit kleinen Sets anzufangen. Kauft euch ein 12er Set Buntstifte oder ein 24er Set, 36er, 48er, 72er. Es ist egal, aber fangt mit einem kleineren Set am besten an. Die kleineren Sets sind auch preislich günstig, genauso mit Aquarellstiften oder Wasserfarben. Wenn man sich hier und da kleinere Sets kauft, schneidet das eigentlich nicht so sehr ins Ausgabenbudget. Ich habe ein paar Stifte aufgeschrieben, die ich Anfängern sehr gerne empfehle, und legen wir einfach damit los. Also das erste Set, was ich wärmstens empfehlen kann, es war auch mein erstes Set gewesen und ich liebe es immer noch, sind die Prismacolor Premier. Ein Set von 72 Stiften kostet ca. 35 € bei Amazon. Und die Stifte sind sehr weich, lassen sich super leicht verblenden. Die Farbauswahl in dem 72er Set ist sehr, sehr gut für den Anfang. Und für mich als Anfänger damals waren es die perfekten Stifte, einfach weil sie so weich und cremig waren und die Möglichkeiten des Blendens unendlich damit sind. Ein zweites Set, was ich euch gerne empfehle, sind die Staedtler Ergosoft Stifte. Da kostet ein Set von 36 Stiften ca. 21 €. Die Ergosoft Stifte sind härter von der Mine, lassen sich trotzdem gut blenden. Die Farbauswahl in dem 36er Set ist auch gut. Allerdings ist 36 die maximale Anzahl, die dieses Set hergibt. Leider.
Die Prismacolors haben das größte Set von 150 Stiften und lassen sich auch einzeln nachkaufen. Die Ergosoft Stifte lassen sich nicht einzeln nachkaufen, aber das 36er Set ist eigentlich so kostengünstig, dass es für mich okay ist, das komplette Set zu ersetzen. Die Arteza Expert Stifte. Ein 48er Set kostet 19 Euro. Diese Stiftemarke wird sehr häufig übersehen, dabei sind es sehr, sehr gute Stifte. Es sind meiner Information nach ölbasierte Stifte, die aber ein etwas wachsiges Gefühl haben, sehr gut blenden und gut auf dem Papier gleiten. Es sind wirklich gute Stifte zu einem kostengünstigen Preis. Fineliner. Ich habe hier zu Hause die Stabilo Fineliner, auch nicht viele. Ich benutze die Fineliner, um Akzente zu setzen. Ihr kennt sie ja, sie werden in jedem Laden verkauft. Ein Set von 12 Fineliner kostet ca. 5 Euro. Dann gibt es noch die Staedtler Fineliner. Das größte Set von 42 Finelinern kostet 17 Euro. Auch sehr beliebt und gerne gekauft. Staedtler hat auch sehr gute Filzstifte, die habe ich allerdings nicht ausprobiert, habe jetzt auch keinen Preis rausgesucht, aber ihr könnt ja gerne selber nachschauen. Aquarellstifte. Das hier war das erste Set, das ich mir je gekauft habe. Auch sogar das Set vor meinen Buntstiften, und ich bin mit Aquarellstiften nicht so gut klargekommen. Es lag nicht direkt an den Stiften, sondern eher an meiner Handhabung. Jetzt mittlerweile komme ich sehr gut mit den Aquarellstiften klar und lerne immer mehr dazu. Das Set von Kohinoor ist sehr, sehr gut. Sie malen ähnlich wie die Faber-Castell Albrecht Dürer Stifte. Ich mag beide Stifte sehr, sehr gerne. Und das Kohinoor Mondelez Set von 72 Stiften kostet 25 Euro. Also eigentlich ein guter Preis für so viele Stifte. Aquarellstifte halten sich auch sehr, sehr lange. Und ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Set. Aquarellfarben. Es müssen nicht unbedingt die Künstlerfarben sein. Ein kleines Anfängerset reicht allemal für den Anfang. Das ist das Set von Prima Marketing, Watercolor Confections. Ich habe die Farben Tropicals. Und dieses kleine Set von 12 Farben kostet 19 Euro. Die Farben halten lange. Ich male immer noch gerne mit ihnen. Ich habe mittlerweile größere Sets, aber ich finde die Farben richtig, richtig schön. Es gibt von Derwent ein Inktense Pan Travel Set. Da kosten 12 Farben. Die sind auch, ich glaube, in einer etwas größeren Box. Die Box müsste so groß sein. Gibt es 12 Farben für 25 Euro. Wenn man sich nach und nach herantastet und immer ein bisschen was kauft, kann man herausfinden, welche Medien einem am besten liegen. Gebt nicht auf, wenn euch ein Medium nicht gefällt. Es ist oft so, dass viele eine Sache ausprobieren und sagen, ich habe dafür kein Talent, und es einfach liegen lassen. Aber vielleicht liegt euer Talent nicht bei dem Medium, das ihr benutzt habt. Vielleicht liegt euer Talent woanders. So war es bei mir. Und ich würde nicht aufhören zu suchen, bis man wirklich das Medium gefunden hat, das einem gut gefällt und womit man gerne arbeitet. Ja, ich würde auch nicht direkt zu den günstigsten Stiften und günstigsten Wasserfarben greifen, weil es einen Grund hat, warum diese Sachen günstig sind. Es gibt so unglaublich viele, die mit den günstigen Medien anfangen und danach bitter enttäuscht sind, einfach
Ja, weil sie nicht auf die Ergebnisse kommen, die sie erhofft haben, die sie erwartet haben. Und oft viel Arbeit in ein Werk reinstecken, das dann mit weniger Arbeit schöner hätte aussehen können. Also investiert ein bisschen, ihr werdet lange Zeit was davon haben. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr günstig kauft und dann doch mehr investieren müsst, weil ja, ihr nicht zufrieden sein werdet mit den günstigeren Marken. Die Stifte, die ich euch oder die Sets, die ich hier vorgestellt habe, sind preislich günstig. Sie liegen nicht in der billigen Variante, auch nicht oben im teuren Spektrum, sondern wirklich in der Mitte, und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Aber Geschmäcker sind verschieden. Ich gebe nur meine Meinung und meine Erfahrung weiter. Den zweiten Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, sind Farbtabellen. Wenn ihr eure Medien gekauft habt, legt euch Farbtabellen an. Ich habe für jedes Set, das ich besitze, für jeden Stift, den ich besitze, Farbtabellen angelegt. Und mir hat es geholfen, ein Gefühl für die Stifte zu bekommen, während ich diese Farbtabellen angelegt habe. Und ich habe einfach eine super Übersicht über jeden Stift, den ich besitze. Wenn ich ein bestimmtes Bild im Kopf habe, wie etwas aussehen soll, und ich mir die Farben raussuche, dann helfen mir diese Farbtabellen einfach, die verschiedenen Töne zu vergleichen. Ich benutze meine Sets meistens gemischt, deswegen habe ich dann eine große Auswahl an Tönen, und mir hilft es unglaublich, diese Töne auf dem Papier zu sehen und zu wissen, wie sie tatsächlich ausmalen. Ich muss nicht jedes Mal jeden Stift auf Papier austesten. Ich spare mir Zeit. Ich spare mir natürlich auch meinen Stift, wenn ich ihn nicht jedes Mal ausmalen muss. Und hier sieht man auch, ich lege meine Farbtabellen meistens so an, dass ich den Ton erstmal stark auftrage mit viel Druck und den Druck dann weniger werden lasse, um zu sehen, wie sieht der Ton aus, wenn ich doll drücke, wie sieht der Ton aus, wenn ich weniger doll drücke. Oft stimmen die Farbmarkierungen der Stifte nicht überein. Ich habe hier neben mir gerade zufällig Stifte liegen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Stift. Das hier ist die Farbe des Stiftes und die Farbmarkierung auf dem Stift ist deutlich dunkler als die Farbe, die der Stift tatsächlich hat. Und viele verlassen sich auf die Farbmarkierungen. Ich tue das nicht. Ich verlasse mich auf meine Farbtabellen. Aber ja, mir hilft es einfach erstmal ein Gefühl für den Stift zu bekommen, alle Farben auszumalen, um eine Übersicht zu haben, welche Farben ich überhaupt habe in dem Set. Und ja, Farbtabellen sind für mich ein sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel. Gerade bei Aquarellstiften finde ich es auch wichtig zu sehen, wie die Farben auf dem Papier aussehen und wie sie aussehen, wenn sie mit Wasser aktiviert werden, weil es da auch meistens Unterschiede gibt. Bei Aquarellfarben habe ich ein bisschen was anderes gemacht. Das hier ist von meinen Watercolor Confections von Prima Marketing. Ich habe mehrere Seiten, das ist nicht nur die eine Seite. Und ich habe jede Farbe gemischt mit einer anderen Farbe. Also quasi jede Farbe mit jeder Farbe gemischt in unterschiedlichen Stärken. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, da habe ich das Smaragdgrün mit diesem Magentaton hier gemischt. Und ich habe immer mehr Smaragdgrün dazugegeben, um zu sehen, wie dunkel das Grün wird. Dann habe ich immer mehr Magenta dazugegeben, um zu sehen, welche Töne ich aus dieser Farbmischung herausbekomme. Und ich habe unglaublich viel gelernt, welche Farben sich gut miteinander mischen lassen, welche Farben man nicht miteinander mischen sollte. Und ich habe auch gelernt, dass hier sieht man, ich habe hier nur mit Wasser runter verdünnt. Das Wasser
bei Aquarellfarben auch ein sehr, sehr wichtiges Medium ist, weil das auch einen Unterschied in der Farbgebung macht. Es war eine sehr gute Übung. Ich bin froh, das gemacht zu haben, weil ich so auch wieder mein Wissen über Farbtheorien auffrischen konnte. Also Farbtabellen sind für mich ein Muss, ein wichtiges Hilfsmittel. Ich könnte gar nicht ohne meine Farbtabellen leben. Und ja, ich hoffe, dass ich euch das mit auf den Weg geben kann. Mein dritter Punkt sind Hilfsmittel. Es gibt im Internet viele Hilfsmittel. Es gibt Facebook, wo es Gruppen gibt, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie posten auch regelmäßig Bilder, die als Inspiration dienen können. Man kann sich dort austauschen und kommunizieren. Es gibt Pinterest, wo man sehr, sehr viele Bilder und Farbbeispiele finden kann. Es gibt Instagram und natürlich gibt es auch YouTube. Und YouTube hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen. Mein erstes Bild habe ich mit einem Color Along von Chris Cheng gemalt. Ich habe das hier sogar liegen. Und mir hat es unglaublich viel gebracht, zu sehen, wie man malt und mich einfach nur auf die Technik zu konzentrieren. Die Farben sind vorgegeben. Und darüber musste ich mir keine Gedanken machen, aber ich habe mich einfach nur auf die Technik konzentrieren können und ich habe sehr viel gelernt. Ich wusste zwar, dass Blau und Gelb Grün ergeben, aber ich wusste nicht, dass ich das gleiche Ergebnis mit Buntstiften bekommen kann. Ich bin auch nie auf die Idee gekommen, Sachen zu schattieren, den Rand dunkler zu malen, die Mitte heller zu lassen, um dem Ganzen ein bisschen mehr Dynamik zu geben. Oder hier diesen Farbglanz auf den Blumen. All das war für mich total unbekannt und habe ich noch nie gemacht und kannte ich auch noch nicht. Und Color Along Videos waren für mich eine sehr, sehr große Hilfe und sind es immer noch. Ich bin immer noch dabei zu lernen. Ich schaue mir auch immer noch gerne Videos an und arbeite mit diesen Leuten mit, einfach um mehr Technik zu lernen und was Neues dazu zu lernen. Das kann ich euch wärmstens mit auf den Weg geben. Es ist überhaupt nicht schlimm, mit solchen Videos mitzumalen. Es ist nicht so, als ob ihr kopiert, sondern ihr lernt. Und da liegt für mich ein Unterschied. Und das Erlernte zu fotografieren und zu posten ist auch völlig okay, solange man angibt, woher man die Idee hatte oder welches Video man für das Ausmalen benutzt hatte. Quellenangaben sind sehr, sehr wichtig. Und es ist okay, sich inspirieren zu lassen oder die Farbvorschläge von jemandem zu nehmen. Deswegen werden ja Fotos und Videos gepostet. Wenn man nicht möchte, dass einer eine Idee von jemandem klaut, dann sollte man seine Fotos auch nicht ins Internet stellen. Aber man sollte es natürlich immer mit Quellenangabe machen. Und ich habe einige Bilder mit Color Alongs gemalt, bis ich mich getraut habe, selber zu komponieren, Sachen zusammenzustellen, Farben auszusuchen. Aber für mich war es ein Anfangspunkt. Ich habe viel durch die Videos gelernt und deswegen hoffe ich, dass ich dieses Gelernte auch durch meine Videos weitergeben kann. Mein Tipp Nummer 4 ist, arbeitet mit leichter Hand. Tragt erstmal wenig Farbe auf, um zu gucken, wie die Farben euch gefallen, wie weit ihr schattieren möchtet, wie ihr vorgehen möchtet. Es ist oft hilfreich, erst leicht zu arbeiten, weil mehrere Farbschichten kann man meistens dann immer noch auftragen und Fehler lassen sich leichter kaschieren. Wenn ihr ein Bild habt, wo ihr Angst vorhabt. Also ich habe oft sehr viel Respekt vor manchen Bildern. Ich habe Angst, diese Bilder anzufangen und zu verderben. Deswegen
mache ich meistens eine Kopie von dem Bild. Ich habe oft, bevor ich ein Bild anfange, schon mal eine Vision im Kopf, wie das Bild ungefähr aussehen soll, welche Farben ich ungefähr benutzen möchte, aber ich entscheide mich für die meisten Farben erst nach und nach, wenn ich mit dem Bild voranschreite. Und oft bin ich mir unsicher, ob die Farben zusammenpassen, ob sie gut zusammenarbeiten, und deswegen habe ich eine Kopie von dem Bild, einfach um diese Farben auszutesten, um zu schauen, welche Farben ich mit ins Bild nehme und welche Farben ich rauslasse, welche Farben gut miteinander harmonieren und was so gar nicht geht. Und ich lese sehr, sehr oft, dass Leute dann in ihrem Bild herumexperimentieren und hinterher sehr enttäuscht sind und die Bilder aus dem Buch rausreißen. Oder sich sogar 2, 3 Kopien von einem Buch kaufen, um dann in dem einen erstmal zu testen, in dem zweiten zu üben und in dem dritten dann ihr Werk zu vollenden. Ich habe nicht so viel Zeit für sowas. Und eine Kopie des Bildes ist für mich meistens die einfachste Lösung. Ich nehme etwas hochwertigeres Papier, kein dünnes Kopierpapier, das ist etwas teurer und es lässt sich auch relativ gut darauf blenden. Es wird natürlich nicht das gleiche Papier sein wie in meinen Büchern, aber ich kann sehr ähnliche Ergebnisse erzielen und es reicht für mich oft einfach zu sehen, ob meine Farbkombinationen zusammenpassen oder eher nicht. Sich für Farben für ein Bild zu entscheiden, ist manchmal wirklich schwer. Ich liebe es, im Internet zu schauen, was andere so mit dem Bild angestellt haben, oder einfach durch die verschiedenen Farbpaletten zu scrollen, mir auch Naturfotos anzugucken und da Inspiration zu bekommen. Und besonders gerne male ich reale Blumen aus, weil ich dort sehr, sehr gute Farbbeispiele aus der Natur nehmen kann, und jede Blume kommt in so vielen verschiedenen Farben, dass man sich manchmal gar nicht entscheiden kann, was man nehmen soll, und am liebsten das Bild 3-mal malen würde, einfach um jede Farbe mit reinzunehmen, die man gesehen hat. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht. Das hier ist eine, Peruvian Lily heißt diese Pflanze, das hier, das Orangene. Und das war mein Farbbeispiel aus dem Internet. Das habe ich bei Pinterest rausgesucht und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, durchs Internet zu scrollen und zu gucken, wie viele verschiedene Farben es für diese eine Blume gibt. Ich habe mich für die Farbe entschieden, weil es irgendwie das ist, was ich bei mir im Kopf festgesetzt hatte, was ich im Kopf hatte für diese Blume. Und ich benutze sehr gerne das Internet für Referenzbilder. So kann man für jede Blume Referenzfotos raussuchen. Aber es gibt nicht nur Referenzbilder, die man nutzen kann, sondern auch Farbtabellen. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht. Es gibt unglaublich viele von diesen Farbtabellen-Beispiele. Das hier ist bei Pinterest. Da kriegt man sehr viele Farbbeispiele vorgegeben und ich suche meistens erst das Bild aus und habe schon ungefähr eine Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll, und schaue mir dann Farbbeispiele an, um zu sehen, wie ich die Farben kombinieren kann, die ich im Kopf habe, was gut dazu passt, was nicht so gut dazu passt. Wenn ich Blumen male, mag ich es auch, nach Blumensträußen zu suchen, weil in einem Blumenstrauß oft so viele verschiedene Blumen sind, in vielen verschiedenen Farben, wie hier zum Beispiel, und man sieht dann schon in einer Zusammensetzung, wie die Farben aufeinander wirken.
Also man kann sich Inspiration aus so vielen Orten heraussuchen und ich möchte euch auch einfach nahelegen, diese Medien zu nutzen. Es ist nicht so, dass ihr die Sachen eins zu eins kopieren sollt, sondern euch einfach Inspiration holt, wenn selber mal die Kreativität streikt oder man einfach visuell Hilfe braucht, um zu gucken, passen die Farben jetzt zusammen oder passen sie nicht zusammen. Und den letzten Tipp, den ich euch mitgeben möchte, betrifft Bücher. Es gibt Millionen von Malbüchern auf dem Markt und es ist schwer, herauszufinden, welches Buch man mag, welches Buch man nicht mag. Die Geschmäcker sind natürlich auch unterschiedlich. Manche mögen mehr blumige Bücher, die anderen vielleicht, wo mehr Häuser drin sind oder Menschen. Und so variiert das mit den Geschmäckern für die Bücher. Ich mag Naturbücher sehr, sehr gerne mit Blumen und Blättern und Kränzen. Aber das ist natürlich nicht bei jedem so. Allerdings würde ich euch raten, informiert euch über die Bücher. Fragt vielleicht Leute, die diese Bücher haben. Fragt in den Foren nach. Fragt bei Amazon nach, wie das Papier dieser Bücher ist, weil das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Ich habe 2 Bücher, wo das Papier nicht so toll ist. Es ist eher wie günstiges Kopierpapier und mir fällt es sehr, sehr schwer, da drin zu malen, weil ich einfach so viel Arbeit und Zeit in ein Bild investieren muss, das viel, viel schneller zustande hätte kommen können, wenn das Papier besser gewesen wäre. Und natürlich wäre das Bild dann auch besser ausgefallen. Und diese Bücher schiebe ich oft beiseite, weil es mir einfach keinen Spaß macht, mit dem Papier zu arbeiten. Und bei meinen letzten Käufen habe ich mich wirklich informiert, ob das Papier gut ist, ob das Papier schlecht ist und mit welchen Stiften es sich am besten da drin malen lässt. Mein absoluter Favorit ist im Moment Leila Duli. Das Papier ist wirklich ein Traum. Ich habe auch schon Videos über dieses Buch gepostet. Schaut gerne mal rein. Die Seiten sind einseitig bedruckt. Das Papier ist dick und super. Aber genauso gerne mag ich auch die Joanna Basford Bücher. Das hier ist jetzt nur ohne den Staubumschlag. Das Papier in den Büchern, die ich bevorzuge, ist cremefarben und es lässt sich sehr, sehr gut drauf malen. Ich habe auch eine Version mit weißem Papier, aber da muss ich allerdings sagen, dass ich das cremefarbene Papier bevorzuge. Die Bücher sind nicht so teuer. Die Joanna Basford Bücher starten meistens so um 5 Euro herum und ich finde, da kann man nicht meckern dafür, dass man so viele Seiten zum Ausmalen hat. Für den Anfang rate ich euch auch Bücher zu nehmen, die vielleicht ein bisschen beliebter sind, einfach weil ihr dann mehr Farbinspiration bekommen könnt. Oder wenn ihr mal feststeckt und nicht wisst, welche Farben in einem Bild gut aussehen könnten, dann habt ihr die Möglichkeit nachzufragen, weil es wenigstens Leute gibt, die dieses Buch auch haben. Und ihr findet wahrscheinlich auch eher Color-Along-Videos zu den beliebteren Büchern, wie zum Beispiel von Joanna Basford oder Leila Duli oder Millie Marotta oder Hannah Kerzen, als zu unbekannten Büchern, die man im Supermarkt kauft. So, das waren so alle meine gesammelten Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Wenn euch noch Fragen einfallen, könnt ihr sie immer gerne stellen. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten und ich hoffe, ich konnte euch motivieren, mit dem Ausmalen anzufangen und euch ein bisschen Hilfe mit an die Hand geben. Dann sehen wir uns im nächsten Video und ich hoffe, ihr habt eine schöne Restwoche. Bis dann!